Hallo und willkommen bei So geht Trockenbau. Wie man eine Unterkonstruktion für eine Gipskartonwand errichtet, das zeigen wir euch jetzt. Hallo, ich bin Tarkan. Und ich bin Michael. Wir sind Vorführmeister bei Knauf und geben euch Profi-Tipps für euer Trockenbauprojekt. Der erste Schritt beim Wandaufstellen ist die Errichtung der Unterkonstruktion. Dafür verwenden wir Knauf Metallprofile. Wir zeigen euch Schritt für Schritt, was zu tun ist. Zuerst bereiten wir mal die Profile vor für unsere Ständerwand. Bei den Profilen unterscheiden wir zwischen CW-Profile. Wie man es da sieht, das ist wie ein C. Das W steht für Wand. Und die UW-Profile, wie man sieht, wie ein U und das W wieder für die Wand. Das UW-Profil wird am Boden und auf der Decke montiert und die CW-Profile, die stellen wir dann rein. Bevor wir überhaupt mit der Montage beginnen, montieren wir mal das Dichtungsband, kleben wir mal sauber mittig die ganze Länge drauf. Das Dichtungsband da wir auf, dass nichts scheppert und dass wir einen dichten Anschluss haben. Und das Gleiche machen wir bei den Wandanschlüssen, bei den CW-Profile, die was wir in dem Fall dreimal brauchen. Nachdem wir die Dichtungsbänder an die U-Profile angebracht haben, gehen wir rüber. Dann messen wir uns die Längen der Profile aus. Dann schneiden wir sie mit der Blechschere ab. Wenn es geht, so gut wie möglich im rechten Winkel. Das Wichtige beim Schneiden mit der Blechschere ist, dass man es einmal oben, dann unten im rechten Winkel, dann in 90 Grad knickt und die Blechschere in der Flucht einfach durchschneidet. Nachdem wir die U-Profile für den Boden vorbereitet haben, legen wir die genau auf die Linie auf. Auf der Längsseite das Gleiche. Nur, man muss aufpassen bei der Eckverbindung, dass man 2 cm circa Luft lässt, da wir da mit der Beplankung durch können und mit der Platte bis am Boden kommen. Die schneiden wir ebenfalls gleich ab. So. Nachdem wir das aufgelegt haben, befestigen wir die U-Bodenprofile. Den werden wir verschrauben mit unseren Universalschrauben. Aber falls man einen fertigen Boden hat, kann man natürlich die U-Profile auch am Boden verkleben mit einem geeigneten Montagekleber. Nachdem wir die UW-Bodenprofile befestigt haben, fangen wir an mit den CW-Wandprofile für die Wandanschlüsse. Wir messen uns jetzt die C-Wandprofile, damit wir einen richtigen Anschluss herstellen können. Wir lassen mindestens 1 cm Luft. Da wir bei der Bestellung schon die Raumhöhe berücksichtigt haben, haben wir Profile mit 3 Meter besorgt und somit brauchen wir nur 3,5 cm abschneiden. Und so drehen wir das C-Profil in das U-Bodenprofil ein. Stellen Sie in die Waage und schrauben sie ebenfalls mit Universalschrauben an unsere Wände an. Nachdem wir das eine gemacht haben, bereiten wir die nächste Seite vor und machen das Gleiche.
Nachdem wir die Wand- und Bodenprofile fixiert haben, setzen wir beim Eck das C-Profil an. Stellen es in die Waage und zeichnen es auf der Außenseite wieder an und machen Sie dort, wo das U-Profil kommt, wieder ein X. Natürlich, wenn ihr einen Laser habt, tut man es wesentlich leichter. Das gleiche machen wir mit der anderen Seite. X. Sehr gut. Als nächsten Schritt schlagen wir sie wieder die U-Profile auf der Decke. Das gleiche machen wir beim kurzen Stück. Super. Nachdem wir die U-Bodenprofile und die C-Wandprofile fixiert haben, kommen wir jetzt zu den Decken-U-Profile. Man kann natürlich jetzt zum Messen anfangen, aber da gibt es einen ganz einfachen Trick. Wir legen das Profil einfach auf und schneiden es ca. einen halben Zentimeter kürzer ab, falls die hintere Wand nicht ganz in der Waage ist. Wir können jetzt natürlich mit dem Rest, was wir haben, da gleich weiterfahren. U-Profile gibt es für normal keinen Rest. Aber indem dass es sich bei uns so super ausgeht, legen wir gleich eine ganze Schiene her. Und da müssen wir wieder genauso aufpassen, dass wir wieder die 2 cm Luft haben. Also wir lassen wieder einen halben Zentimeter, fahren wir wieder zurück, dass wir ein bisschen Luft haben. Und schneiden jetzt wieder im rechten Winkel ab. Wir haben uns jetzt die Decken-U-Profile vorbereitet. Jetzt nehmen wir die langen Stücke, schieben es rauf. Der Kollege hält das schnell und ich helfe ihm jetzt ganz einfach, drehe das Profil wieder rein, unten auch rein, drücke es rauf, richte es auf die Schnur und wir können schon wieder zum Fixieren beginnen. Da wir die Xe gemacht haben, wo das U-Profil hingeht, kann uns gar nicht mehr passieren, dass wir auf der falschen Seite die Montage haben. Das gleiche machen wir auch mit der anderen Seite. Wir schieben das U-Profil über das C-Profil. Ich schiebe das oben rein, drücke sie rauf. Eingerichtet und fixiert. Nachdem wir die U-Boden- und Deckenprofile montiert haben, fangen wir an, dass wir sie ein Raster von 62,5 auf die Profile anzeichnen, weil die Platte, die hat genau 125, die Hälfte ist 62,5. Bei der doppelten Beplankung fangen wir mit einer ganzen an. Dann wird die erste Lage beplankt und dann mit der halben Platte stoßversetzt schrauben wir dann wieder weiter. So, dann machen wir uns einmal die Markierungen, dass wir genau sehen, wie viele Profile das wir brauchen. Der Standard-Profilabstand ist im Trockenbau immer 62,5. Zusätzlich brauchen wir immer ein Abschlussprofil. Dasselbe gilt fürs Eckprofil und da zeichnen wir sie auch wieder an. 62,5, 125 und da haben wir wieder weniger. Mit dem Abschlussprofil reicht es aus. Jetzt können wir eigentlich sauber auszählen. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 C-Profile. Nachdem wir sie die Profile gemessen und geschnitten haben, brauchen wir sie netter wieder in die Konstruktion. Einfadeln und einstellen. Wie man sieht, wenn man das Rohgerüst einmal aufgestellt hat, geht das ruckzuck mittig auf den Strich.
Und wie man sieht, sind da Stanzungen im Profil, weil der Schenkel hat 5 cm, 2,5 links, 2,5 rechts für den Montageuntergrund. Und auf der Eckseite stellen wir das Abschlussprofil genau auf die Kanten. Als Unterstützung, dass sich das Profil nicht verdreht bei der Montage oder rausfällt, kann man hergehen und sich genau auf das Eck richten und mit der Stanzzange fixieren. Das gleiche machen wir oben, dass uns das Profil nicht rausfallen kann. Wir richten es genau auf den Strich, mal links zwickt, einmal rechts zwickt und somit kann nichts mehr passieren. Grundsätzlich ist jetzt die Konstruktion einmal für die Ständerwand fertig. Im Anschluss werden wir jetzt die Universaltraversen montieren, die Stahlzagen, die Aussteifungsprofile mit den Steckpfostenwinkeln. Wir beginnen mit der Universaltraverse. Bei der Traverse ist das Montagematerial beigepackt. Die Traverse montieren wir zur Verstärkung der Wand, weil wir dann einen schweren Flachbildschirm aufhängen wollen. Und nur auf die Gipsplatten würde es nicht empfehlen und das wird auch mit der Zeit nicht funktionieren, weil man den Fernseher nach außen kippen kann. Der Michael hat die Höhe schon mal fixiert, wo der Fernseher hängen soll. Wie man sieht, sind schon die Löcher vorgestanzt, wo die Schrauben zum Fixieren sind. Geht? Unbedingt seitlich schrauben und nicht vorne, weil sonst hat man wieder den Aufbau vom Schrauben und es kann sein, dass sie die Platten wieder hebt. Und ganz wichtig ist bei Aussteifungen und bei Traversen, dass man einen Anschluss von einem Profil bis zum anderen hat und das kraftschlüssig verschraubt. Bei der Länge der UA-Profile muss man aufpassen, dass man von Rohboden bis Rohdecke misst, dann minus 5 cm für die UA-Profile Steckwinkel. Bei den UA-Profilen Steckwinkeln ist ein 8er Dübelset dabei. Die wird einfach vorbohrt, reingesteckt und eingeschlagen. Bei den Winkeln haben wir 2 verschiedene. Eine ohne Loch, eine mit Loch. Die ohne Loch werden am Boden montiert und die mit Loch, die kommen oben an die Decke. Und das Loch ist dazu da, dass man die Installationen durchführen kann. Nachdem wir die UA-Profile geschnitten haben, stecken wir die Türpfostensteckwinkel auf. Ganz wichtig ist, die mit dem Loch oben und gegenüberliegend die Türpfostensteckwinkel ohne Loch. Nachdem wir die Winkel montiert haben, bringen wir die UA-Profile in Position. Da fangen wir an, dass wir unten einfädeln und oben reinschieben. Wichtig ist, dass das UA-Profil ganz unten ist. Wenn man es auf Position gebracht hat, dann tut man es fixieren. Als nächsten Schritt klopft man den Türpfostenwinkel nach oben. Dann richtet man den Aussteifungsprofil genau in die Waage und verschrauben es ebenfalls nach oben. Im nächsten Schritt setzen wir das nächste UA-Profil ein. Das bringen wir nur so halbwegs in die Position und dann gehen wir schon zur Zage mit der Dämmung.
Bei der Zarge ist es ganz wichtig, dass die Mineralwolle vorher reingibt, weil später, wenn wir es fixieren, kommt man überhaupt nicht mehr dazu. Ganz wichtig ist, dass man die Zarge rundum isoliert, da man ansonsten Schallprobleme kriegen kann. Nachdem ich das gemacht habe, nehme ich die Zargen, stelle sie in die Öffnung, drückt man das UA-Profil von der anderen Seite zu. Beim Einrichten der Zarge habe ich mir Montagehilfen vorbereitet, die schiebe ich seitlich rein und so passt sie die Zargen genau richtig an. Passt noch, Michael? Hier passt es. Super, angeschafft. Perfekt. Dann gehen wir auf die andere Seite und das gleiche nochmal. Und zur Kontrolle probieren wir, dass man auf der anderen Seite die Platte auch nochmal einfädeln kann. Oben, unten, passt perfekt. Nachdem wir die UA-Profile an der Zarge fixiert haben, fixieren wir auf der anderen Seite den Türpfostensteckwinkel. Und ganz wichtig ist, dass wenn alles fertig montiert ist und man hat die Tür gescheit zu, dass ja keine Risse entstehen. Und wie man sieht, das ist so massiv, da passiert sicher nichts mehr. Und wie man sieht, haben wir zuerst schon gesagt, wir müssen von der Rohdecke 5 cm runter messen, wenn man die Profile schneidet. Da sieht man es ganz schön. Durch das kann die Decken sich bewegen, ohne dass bei der Gipskartonwand Risse entstehen. Im nächsten Schritt stellen wir eine Auswechslung her, damit wir mit der Konstruktion fortfahren können und damit uns über das Eck keine Risse entstehen. Für die Auswechslung braucht man ein U-Profil mit einer Lasche von 10 cm. Dann zeichnen wir sie nochmal 10 cm mit dem Winkel Linie gemacht. Dann schneiden wir das Profil bei einer Laschen ein, bei der anderen Laschen ein. Und ganz wichtig, nicht durchschneiden, sondern einfach ein Dreieck. Damit man das Profil einfach knicken kann. Und dann seitlich kraftschlüssig mit den UA-Profilen verschrauben kann. Nachdem wir die Auswechslung vorbereitet haben, legen wir die oben rein, legen wieder die Montagehilfen links und rechts rein und verschrauben dann die Laschen kraftschlüssig an die Zarge und seitlich an den UA-Profilen. Nachdem wir die Auswechslung montiert haben, stellen wir die Unterkonstruktion fertig und stellen nur 2 Profile über der Zarge rein und somit Risse verhindert. So, die Ständerwand inklusive der Einbauteile ist jetzt fertig. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch beim Knauf Kundenservice. Kontaktinfos findet ihr unten in der Beschreibung. Der nächste Schritt beim Aufbau einer Trockenbauwand ist die Beplankung. Wie das geht, seht ihr im nächsten Video. Und wenn euch unser Video gefallen hat, Daumen nach oben und abonniert unseren Kanal.